Alles steht. Eine Kreuzung mitten in Hamburg an einem Samstagvormittag. Ja, es ist natürlich die Hoffnung, dass wenn wir uns wirklich so in ihren Alltag in den Weg setzen und sie so ein bisschen aus ihrem Alltag rausreißen, dass das vielleicht auch was bewirkt so bei denen. Das vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dass das so ein Denkumschwung anstößt. Melanie ist eine Aktivistin der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. Eigentlich treffe ich sie heute für ein Interview. Zuvor blockieren wir aber erstmal noch die Straße weiter. Die Klimakrise wird immer noch zu wenig ernst genommen. Als Aktivistin ist es Melanies erklärtes Ziel, wenn es sein muss, auch durch zivilen Ungehorsam Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu erzwingen. Auch die Köhlbrandbrücke, die wichtigste Brücke im Hamburger Hafen, hat Melanie schon mal für einige Stunden lahmgelegt. Alle LKWs eigentlich, die ihre Ladung zum Hafen bringen oder vom Hafen wegbringen, fahren über diese Brücke. Und deswegen steht sie halt auch so ein bisschen symbolisch für so den Massenkonsum, den wir hier in Hamburg, aber auch im ganzen Norden eigentlich der Welt haben. Ja, was halt komplett auf Kosten der Natur, der Umwelt, der Tier- und Pflanzenwelt geht und vor allem eben auch auf die Kosten der Menschen, die im globalen Süden leben, die dann auch noch die ersten sind, die unter den Folgen der Klimakrise leiden. Zwischen 3.000 und 4.000 Containerschiffe laufen im Hamburger Hafen jährlich ein. Ihre Abgase machen etwas mehr als 2% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Während über Kohle, Verbrennungsmotoren und Flugzeuge schon breit diskutiert wird, sind die Emissionen der Schifffahrt bislang kaum Thema. Das will Melanie mit aller Kraft ändern. Wir können uns halt jetzt entscheiden, ob wir jetzt Veränderungen selbstständig anstoßen, die wir entscheiden, oder ob wir irgendwann notwendigerweise uns Veränderungen erreichen, die aber halt von der Klimakrise verursacht sind, die dann halt deutlich weniger schön sind und deutlich mehr Einschränkungen und Leid bedeuten. Und weil uns dafür nicht mehr viel Zeit bleibt, die Politik immer noch zu wenig tut, besetzt Melanie weiterhin Straßen. Wir müssen uns leider halt irgendwo hinsetzen, wo wir stören. Und das ist nun mal eine Straße oder eine Brücke, wo die Menschen, die Gesellschaft, die Politik nicht wegschauen kann, sondern wo wir halt wirklich so ein bisschen der Sand im Getriebe sind von dem System und halt nicht weiterhin ein Zahnrad, was die Zerstörung weiter antreibt. Okay.